Aber das ist, wir sind stumm dabei, ja? Nein, man hört das da drauf. Ja. Also ich hoffe es. Ich glaube nicht, dass dadurch, dass eine Deutsche den alten Tschechischen hilft, dass dadurch ihr Traumata der Deutschen quasi überwunden werden kann. Aber es zeigt ihnen sehr deutlich, dass es halt in der nächsten und übernächsten und in allen folgenden Generationen nicht unbedingt so aussehen muss. Und das finde ich sehr wichtig. Na, jetzt kannst du suchen in dem Wörterbuch. Und Fennikel. Fennikel. Ja, F am Anfang. Kein V. Im Tschechischen ist es doch immer, wenn es gesprochen wird, ist es auch immer ein F, oder? Im Tschechischen ein V wird immer wie W gesprochen. Ja. Ja. Also F-E. Also Sie haben Ihr Abitur ganz normal gemacht und danach studiert und Auch normal? ja, und später nochmal Fernstudium Ja. gemacht. Ja. Meine Kinder waren schon auch Schüler, nicht wahr? Und Mutter studierte. Ja, meine Arbeit hier als Freiwillige, ich glaube, dass gerade die älteren Menschen, mit denen ich arbeite, das Leben noch richtig lebenswert gemacht werden sollte. Da viele von ihnen zwar noch Familie haben, aber in der heutigen Zeit alles viel zu schnell geht, sodass sie von ihrer Familie kaum noch etwas haben und ihre Familie sie kaum noch braucht, und das ist sehr schade. Und gerade dadurch, dass es noch interkulturell ist, ich bin zwar jetzt schon die 7. Generation an Freiwilligen hier, aber trotzdem ist es immer noch wichtig zu zeigen, dass die Deutschen versuchen, wieder Versöhnung zu leisten und dass sie wollen, dass so etwas auf keinen Fall wieder passiert, egal ob von den Deutschen aus oder von irgendeiner anderen Nationalität oder Gruppe aus. Stimmt. Na? Und dann habe ich 10 Tage in Frankreich verbracht. Bei Ihrem Sohn? Ja, als er dort studiert hat. Also hat er mich eingeladen zu einem Besuch. Es war sehr schön auch, von ihm auch. V průběhu práce na odškodňovacím procesu jsme s několika kolegy přišli na myšlenku založit obecně prospěšnou společnost Živá paměť. Vedlo nás k tomu hlavně v té době to, že jsme shromáždili neuvěřitelné množství historických dokumentů, včetně osobních výpovědí, osobní dobové korespondence, fotografií, ale i například různých objektů, které vlastně připomínaly našim klientům období, kdy byly nucené nasazení v Reichu. A během této činnosti jsme postupně začali přicházet v rozhovorech s přeživšími na to, že vlastně oni potřebují kromě této péče o jejich vlastně vzpomínkové dědictví také péči přímo o jejich osoby, protože pochopitelně se dostávají do věku vlastně 80+, a mnozí vlastně ztratili své životní partnery. Haben Sie später die Kleinen oder die Großen unterrichtet? Für wen haben Sie unterrichtet? Für wen? Wann? 4 Kinder zuerst. Für kleine Kinder? No, Für die Grundschule? Größere auch Grundschule, nicht wahr? Und dann auch für die Erwachsenen. Ja. Ein bisschen alles. Ja. Bis jetzt habe ich mit noch keiner einzigen meiner Klientinnen wirklich darüber gesprochen, was während des Krieges passiert ist. Ich habe öfter mit ihnen darüber gesprochen, was sie in ihrer Vergangenheit getan haben, ihre Familie,
aufgewachsen ist und alles Mögliche aus ihrer Lebensgeschichte, aber die meisten haben dabei den Krieg zu sehr großen Teilen ausgelassen und ich kann es gut verstehen, dass sie nicht darüber reden wollen. Auch wenn es immer wieder schön ist, Zeitzeugenberichte zu bekommen, weil wir einfach die letzte Generation sind, die das noch hören kann, aus erster Hand und nicht nur aus Videos oder aus Erzählungen. Aber man darf diese Leute auch nicht als Museumsstücke ansehen, die man nur besucht, um etwas als Historiker rauszufinden zum Beispiel, sondern ganz normale Menschen, so wie du und ich. ...20 Jahre, wenn ich das zusammenrechne in Prag, 20 Jahre in Tábor, die ersten 20 Jahre in Budweis und jetzt die letzten auch in Budweis. Aber da wohne ich schon, na, wie viel? Fast 20 Jahre. In dieser Wohnung? Von 92. 20 Jahre. Ich bin 92 geboren und Ja. ich bin 20. Na, also. Na und wie hast du das Wochenende verbracht? Kannst du ein bisschen Tschechisch erzählen? O, včera přišla moje nejlepší kamarádka. Ona je taky Němka. Na, heute ist der wievielte? 26. Mai. 25. 25. März. Und es schneit. Naja. Meine Mutter hat in 2 Tagen Geburtstag. Ja, Und normalerweise hatten wir zu ihrem Geburtstag schon immer einen Blumenstrauß aus dem Garten. Und dieses Jahr heute. glaube ich nicht. Was kannst du ihr heute aus der Natur bringen? Einen Einen Schneemann. Schneemann, ja.